begeben wir uns auf Reisen in bisher ungedachte Dimensionen der Geschichte der Menschen und der Götter. Willkommen bei Ex Mystica. Mein Name ist Pierre Dietz und ich führe Sie durch diese Sendung. Die Zahl ist das Wesen aller Dinge. Pythagoras, ca. 570 bis 495 vor Christus. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Mathematik der Antike und den damals verfügbaren Hilfsmitteln. Es gibt nur wenig archäologische Funde und viele davon sind aus ihrem ursprünglichen Kontext gerissen oder aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehbar. Manche Funde lassen sich erst nach aufwendigen Forschungsarbeiten zuordnen. Der Antikythera-Mechanismus ist ein Beispiel dafür. Taucher entdecken dieses komplexe Gerät aus dem 1. Jahrhundert vor Christus in einem Schiffswrack nahe der griechischen Insel Antikythera. Heute ist sich die Wissenschaft einig, das aus Zahnrädern bestehende Gebilde ist ein früher analoger Computer zur Berechnung astronomischer Positionen. Die Anfänge von Berechnungen mit Hilfsmitteln finden wir in der Steinzeit. Ein auf 30.000 Jahre datiertes Kerbholz ist eines der ältesten bekannten Rechenhilfsmittel. Den größten Fundus früherer Mathematik liefern die Bibliotheken von Ninive und Uruk. Auf Tontafeln mit mathematischen Inhalten gewinnen Archäologen Einblicke in die Rechenmethoden der damaligen Zeit. Schwieriger ist der Nachweis bei den Römern, da von ihren Wachstafeln nur wenig erhalten geblieben ist. Das weiche Trägermaterial lässt sich immer wieder glätten. Einmal gelöschte Notizen sind für immer verloren. Nach meinen Überlegungen rechnen die Römer nicht mit den uns bekannten Ziffern. Im Volk ist nach mittelalterlichen Manuskripten eine ausgefeilte Methode des Fingerrechnens populär. Doch für die höhere Mathematik ist das nicht ausreichend. Ein Beispiel: 19 plus 3 plus 4 ist gleich 26. Die geschriebenen Zahlen lassen sich nicht in Kolonnen untereinander schreiben, was die Berechnungen erschwert. Die Römer nutzen ab dem 1. Jahrhundert einen Taschenabakus aus Bronze. Entlang von Schlitzen stellen geschliffene Steine oder Holzkugeln, lateinisch calculi, unterschiedliche Zahlenwerte dar. In der oberen Reihe zeigt der Rechenstein den Wert von 5 an und unten jeweils 1. Von links nach rechts stehen die Spalten für die Werte 1.000.000, 100.000, 10.000, 1.000, 100, 10 und 1. In einer weiteren Reihe, hier gilt oben 6 und unten 5, lassen sich 11 von 12 Teilen eines Ass, das ist die damals gängige Währung, darstellen. Hinzu kommen die verkürzten Schlitze auf der rechten Seite, die Bruchwerte von jeweils 1/2, 1/4 und 2 mal 1/3 anzeigen. Dieses Gerät ist für Berechnungen bis zu 9.999.999 Ass geeignet. Diese simple Technik bleibt über Jahrhunderte hinweg in Gebrauch. Schauen wir zunächst zurück auf den Beginn der Rechenhilfsmittel. Aus der frühen Antike ist das Nun oder auf Akkadisch das Mashtab Bagalgal überliefert. Dieses Recheninstrument besteht aus einem zweigeteilten Holzkasten mit gelochten Scheiben, die auf Stäbchen verschiebbar sind. Im Hauptfach sind in 13 Reihen jeweils 5 Steine und im Nebenfach 2 aufgereiht. Das steht für 5 einzelne Zahlen und 2 für jeweils ein halbes Dutzend. Da das Rechnen bis zu einem Gros, das sind 144, gängig ist, macht diese Aufteilung Sinn. Die nächsthöhere Stufe ist ein Gros, multipliziert mit einem Gros, was ein Maß oder ein Bruch ergibt, was die Zahl 20.736 darstellt. Aus dieser Sicht sorgt die 13. Reihe für Verwirrung. Eine Theorie sieht in der 13. Reihe eine Möglichkeit zur Abbildung von Dutzendbrüchen oder anderen Bruchteilen. Eine weitere Vermutung ist, Berechnungen im Handel, in der Architektur oder bei der Landvermessung erfordern eine feinere Abstimmung. Eine andere Möglichkeit ist, die Kombination der Zähl- und Rechensysteme der Sumerer macht eine zusätzliche Zeile notwendig, um verschiedene Basen und Zählmethoden zu verbinden. Ich sehe in der erweiterten Zeile die Möglichkeit, ein Dutzend mit einem Gros zu multiplizieren. Die Sumerer ca. 2700 bis 2300 vor Christus sind bekannt für ihre Fähigkeit, mit dem Sexagesimalsystem mathematisch die Umlaufbahn von Planeten zu berechnen. Das Sexagesimalsystem basiert auf der Zahl 60 und ermöglicht genaue Berechnungen, da es viele Teiler besitzt. Zurück zu den Römern. Oft wird behauptet, die Römer kennen das Konzept der Null nicht. Das Wort Nulla bedeutet Nein.
Nuller steht ebenso für nichts. Und wenn auf einer Seite des Abakus Leere herrscht, je nachdem ob Links- oder Rechtshänder, ist der Zustand in den Niederschriften nicht erwähnenswert. Denkbar wäre der rein sprachliche Gebrauch des Wortes Nuller. Die Frage ist, wie die Mathematiker der Antike Berechnungen in höheren Kategorien anstellen, um beispielsweise das Gefälle eines Aquädukts über etliche Kilometer zu bestimmen. Mit einem herkömmlichen Abakus lassen sich mit 10 Steinchen auf 10 Zeilen Zahlen bis 100 darstellen. Das reicht nicht über das Niveau von Schulkindern hinaus. Bei 9 Kugeln auf 10 Linien lassen sich eine Zahl bis 9.990.999.999 darstellen, was dem Prinzip unseres heutigen Dezimalsystems entspricht. Bei dem Abakus mit 99 Einzelwerten und einer farblich unterschiedenen oberen Reihe für die Hunderter ist nach meinen Überlegungen vorstellbar, eine Reihe von Abaki nebeneinander zu stellen und Zahlen von astronomischer Größenordnung zu berechnen. Daraus leite ich die Markierungspunkte nach jeweils 3 Ziffern ab, die zur besseren Orientierung den zugehörigen Rechenkasten kennzeichnen. Diese Anordnung lässt sich beliebig erweitern. Ich hoffe, der Beitrag hat Ihnen gefallen und hat zur Reflexion angeregt. Wenn meine Themen Ihre Beachtung finden, abonnieren Sie den Kanal von Kontrabasta. In meinem Buch Jesus Christus und andere Fälschungen sind die hier vorgestellten Sujets samt Quellen nachzulesen. Durch den Erwerb unterstützen Sie zudem die Produktion weiterer Folgen der Ex-Mystiker. Lesen Sie zudem kostenfrei meine Artikel bei der Online-Zeitschrift mystikum.at.